Ich hatte keine andere Wahl, als das Angebot anzunehmen. I had no choice but to accept the offer. Ich habe das Gefühl, dass sie heute kommen werde. I have a feeling that she'll come today. Ich habe Halsschmerzen und leichtes Fieber. I have a sore throat and a slight fever. Ich habe Schmerzen am ganzen Körper. I have aches and pains all over my body. Ich höre, dass Bob und Loki haben aufgebrochen. I hear that Bob and Lucy have broken up. Ich hoffe, dass Maria die Prüfung geht. I hope that Mary passes the examination. Ich wollte Medizin in Amerika zu studieren. I intended to study medicine in America. Ich kenne den Grund, aber ich kann Ihnen nicht sagen. I know the reason, but I can't tell you. Ich ging früh und so konnte ich einen guten Platz zu bekommen. I left early so I could get a good seat. Ich mag an diesem Kaufhaus einkaufen. I like to shop at that department store. Ich mag weiße Rosen besser als rote. I like white roses better than red ones. Ich lebe nur 200 Meter von der Station. I live within 200 meters of the station. Ich schaffte es an die Station auf Zeit zu bekommen. I managed to get to the station on time. Ich hätte nie gedacht, würde ich für sie arbeiten. I never imagined I'd be working for you. Ich bot ihr mit ihren Hausaufgaben zu helfen. I offered to help her with her homework. Ich laufe oft in ihren Supermarkt. I often run into her at the supermarket. Ich plane Boston zu verlassen, sobald ich kann. I plan to leave Boston as soon as I can. Ich verspreche Ihnen, ich werde nicht zu spät draußen bleiben. I promise you I won't stay out too late. Ich sah das Bild, das sie von diesem Fisch nahm. I saw the picture you took of that fish. Ich hätte dich nicht, das die Sandwich. I shouldn't have made you that sandwich. Ich sollte nicht immer haben, hierher zu kommen zurück. I shouldn't have to ever come back here. Ich schlage vor, die Sitzung zu vertagen. I suggest that the meeting be postponed. Ich denke, es ist Zeit für mich, ein Haus zu kaufen. I think it's time for me to buy a house. Ich denke, es ist Zeit für mich, den Job zu wechseln. I think it's time for me to change jobs. Ich denke, es ist Zeit für mich, Sie zu kontaktieren. I think it's time for me to contact her. Ich denke, es ist Zeit für mich, sich zu verabschieden. I think it's time for me to say goodbye. Ich denke,
es ist Zeit für mich, mein Auto zu waschen. I think it's time for me to wash my car. Ich denke, dass Sie nicht in der Lage seien, es zu tun. I think that you won't be able to do it. Ich dachte, wir irgendwo hingehen würden. I thought we were going to go somewhere. Ich fuhr mit dem Aufzug in den 4. Stock. I took the elevator to the 4th floor. Ich war zu Hause in einer Dusche auf dem Weg gefangen. I was caught in a shower on my way home. Ich war tief beeindruckt von seinem Mut. I was deeply impressed with his courage. Ich war enttäuscht, dass sie nicht angerufen hat. I was disappointed that you didn't call. Ich war überrascht, weil es sehr groß war. I was surprised because it was very big. Ich wog mich auf der Waage. I weighed myself on the bathroom scales. Ich ging ein wenig später als üblich ins Bett. I went to bed a little later than usual. Ich werde Ihren Namen und Adresse notieren. I will write down your name and address. Ich arbeitete am Sonntag, also musste ich Montag frei. I worked on Sunday, so I had Monday off. Ich möchte den Kopfkrankenschwester zu sprechen. I would like to speak to the head nurse. Ich möchte Sie mich auf die Liste zu setzen. I'd like you to put me back on the list. Wenn Sie einen Bleistift wollen, werde ich Ihnen eine leihen. If you want a pencil, I'll lend you one. Ich werde das nächste Mal kommt sie zu Hause sein. I'll be at home the next time she comes. Ich werde bis zum 06:00 für Tom warten. I'll be waiting for Tom until 6 o'clock. Ich werde dir alles darüber wissen lassen, später. I'll let you know all about it later on. Ich kümmere mich um Ihre Kinder heute Abend. I'll take care of your children tonight. Krankheit hinderte mich daran, eine Reise. Illness prevented me from taking a trip. Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören. I'm looking forward to hearing from you. Ich freue mich darauf, Sie wiederzusehen. I'm looking forward to seeing you again. Ich bin krank, zu Ihren Beschwerden zu hören. I'm sick of listening to her complaints. Es tut mir leid, ich Ihre E-Mail versehentlich geöffnet. I'm sorry I opened your mail by mistake. Ich bin überrascht, dass sie so etwas tat. I'm surprised that she did such a thing. Ich bin müde, um einen 9-to-5 Job zu arbeiten. I'm tired of working a 9-to-5 job. Gibt es irgendeine Butter in den Kühlschrank?
Is there any butter in the refrigerator? Gibt es jemanden, der etwas mehr Kuchen will? Is there anyone who wants some more pie? Ich habe mit der Arbeit in letzter Zeit geschneit unter. I've been snowed under with work lately. Geben wir Tom eine Überraschung, Welcome Party. Let's give Tom a surprise welcome party. Marie studiert immer für 2 Stunden pro Tag. Mary always studies for 2 hours a day. Marie wird ein Baby im nächsten Monat zu haben. Mary is going to have a baby next month. Maria ist das hübscheste Mädchen in ihrer Klasse. Mary is the prettiest girl in her class. Marie würde oft allein auf der Veranda sitzen. Mary would often sit alone on the porch.